Was wir sehen können, ist eben, dass man sich total verzockt hat an dieser ganzen Geschichte. Kein amerikanischer Präsident in der Vergangenheit hat versucht, den Iran anzugreifen. Eben aus diesem Wissen heraus, dass die Straße von Hormuz die Achillesferse im Ölgeschäft ist. Wenn es gelingen könnte, von all den Staaten, die Öl liefern, nicht mehr in Dollar zu agieren, dann wäre Amerika bankrott. Heute soll es mal nur um die Verhandlungsstrategie zwischen dem Iran und den USA gehen. Unter anderem wurde am ersten Kriegstag schon eine Bombe auf eine Mädchenschule abgeworfen, es sind 170 Mädchen gestorben, einfach mal so ein Fakt am Rande. Ja. Gleich am Anfang wurden auch Kommandeure, also zum Beispiel der oberste Führer, dann der Verteidigungsminister, der Anführer der Islamischen Revolutionsgarde und unter anderem der Generalstabschef der Streitkräfte Mousavi auch getötet durch Angriffe der USA und Israels. Und für mich ist es absolut natürlich ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot, aber es soll heute nicht politisch sein, sondern es soll heute um die Verhandlungstaktik gehen. Wie stehen wir da verhandlungstaktisch, die USA und der Iran? Gut, also die Frage ist ja immer bei Verhandlungen, wer ist der Stärkere? Ne? Und oftmals sind vermeintlich die Stärkeren gar nicht die Stärkeren, weil sie unter Umständen sich nicht gut genug vorbereitet haben und auch die Position auf der Gegenseite nicht kennen oder nicht genügend analysiert haben. Und darin sehe ich immer wieder, wenn ich Verhandlungstrainings mache, die größte Schwäche, dass man sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt und nicht mit der Gegenseite. Und man hat diesen Krieg, wie auch immer er entstanden ist, auf Anraten von Netanyahu oder dass Israel hier eben mit Amerika in Allianz vorgegangen ist, aufgrund dieser Angst, dass der Iran eine Atombombe hat, da eingegriffen. Hat aber nicht bedacht, dass der Iran ein Jahr lang Zeit hatte, sich vorzubereiten, weil es war ja schon einmal diese Attacke vor einem Jahr, wo der Israel und der Iran die Bomben ausgetauscht haben. Und man hatte gedacht, dass der Iran sehr schwach ist. Also auch gerade was die Missiles angeht, also die Raketen und so weiter. Und hat sich viel sehr mit der eigenen Stärke beschäftigt und gedacht, naja, den Staat kriegen wir klein. Also wir bomben einfach und töten die wichtigsten Personen und dann funktioniert das. Das ist ja wirklich ganz offensichtlich. Man hat sofort die Köpfe abgeschlagen, Genau. also auf Deutsch Menschen ermordet, die im Iran leben und eben für die Regierung arbeiten. Das war also ganz offensichtlich einer der ersten Dinge, die ganz am Anfang passiert sind. Das sehe ich richtig. Ja? Genau. Ja. Genau. Und aber nochmal eine Rückfrage. Es geht doch schon auch um Öl, oder? Wie siehst du? Also ich kann nicht ganz glauben jetzt der USA, dass es irgendwie um die Angst geht, dass da eine Atombombe oder so. Also, ja gut, das ist, was vordergründig verkündet wird und was als Begründung nach außen gegeben wird, ist meistens etwas völlig anderes, was im Hintergrund abläuft. Ja. Natürlich geht es um Öl. Ja. Das hat man bei Venezuela gesehen. Und nachdem China einer der größten Abnehmer vom iranischen Öl ist und man China schwächen wollte, hat man gedacht, naja, wenn dann kein Öl mehr fließt, dann geht es auch den Chinesen nicht so gut. Dann kann man die unter Druck setzen. Und was wir sehen können, ist eben, dass man sich total verzockt hat an dieser ganzen Geschichte. Kein amerikanischer Präsident in der Vergangenheit hat versucht, den Iran anzugreifen. Eben aus diesem Wissen heraus, dass die Straße von Hormuz die Achillesferse im Ölgeschäft ist. Und deshalb hat das jeder amerikanische Präsident vermieden, wie der Teufel das Weihwasser. Heute habe ich gelesen, heute haben wir den 24. Mai, dass sie in 14 Punkten in etwa einigermaßen übereinstimmen. Meine Kritik an der Geschichte ist, dass man sich nicht ausreichend vorher informiert hat, dass man nicht sich gut vorbereitet hat. Und man hätte wahrscheinlich anders agiert, wenn man gewusst hätte, dass die Iraner hier so schnell, erstens mal, dass sie viel stärker sind, was die Raketen angeht, ne? Also dass man da eben nicht genügend darüber nachgedacht hat, welche Folgen so ein Krieg hat. Aber wenn wir uns mal aus der Brille des Irans das anschauen, hier sieht man eben die Straße von Hormuz, diese Engstelle. Und da ist eben dieser Engpass, wo jetzt der Iran nur noch die Boote durchgelassen hat von befreundeten Nationen. Wie könnte der Iran denn jetzt reagieren,
neben dieser Sperrung, oder wie siehst du das Ganze? Also was aus Sicht des Irans wäre denn jetzt logisch und sinnvoll? Ganz einfach. Oftmals ist es bei Verhandlungen derjenige, der den längsten Atem hat, eine Drucksituation auszuhalten. Und das macht der Iran momentan. Mhm. Er ist momentan in der stärkeren Position. Weshalb? Naja, erstens mal, er hat ganz viele Raketen. Er kann also weiterhin die amerikanischen Schiffe beschießen. Er kann Israel beschießen. Er kann die Nachbarstaaten. Er hat ja auch auf Saudi-Arabien geschossen und so weiter. Also da ist ganz, ganz viel Potenzial noch da. Natürlich, klar, fehlt ihm das Öl, was er in der Zwischenzeit nicht verkaufen kann. Mhm. Aber er hat ja eine starke Unterstützung durch China und durch andere Länder drumherum. Insofern, er kann auf Zeit spielen. Und Ja. Amerika ist da viel mehr unter Druck, weil natürlich das ganze Ölgeschäft nun explodiert und in Amerika die Ölpreise, also die Spritpreise für die Verbraucher ja, nicht unermesslich, aber ziemlich stark angestiegen sind. Und Trump will ja seine Bevölkerung zufriedenstellen. Das kann er momentan nicht, weil Ja. Ölgeschäft ist ein weltweites Geschäft. Da kann ich sagen, naja, mich interessiert nicht, was im Iran passiert, sondern da hängen ja Dinge zusammen. Ich habe gelesen, dass anscheinend sogar Tanker vor Rotterdam gestoppt haben, äh, Mhm. ob- obwohl sie schon lange vor dem Krieg durch die Straße von Hormuz durch waren und dann eigentlich entladen werden sollten, aber sich gesagt haben, ja, warum soll ich eigentlich das Öl jetzt nach Europa liefern, wenn ich in Indonesien oder sonst wo auf der Welt das Dreifache für mein Öl bekomme? Und da wurden ganze Tanker umgeleitet, weil man einfach aus diesem Krieg Kapital schlagen wollte. Insofern ist Öl ein sehr diffiziles Geschäft. Das kann man nicht auf ein Land beziehen, sondern man muss die ganze Geschichte rund um den Globus betrachten. Obwohl Amerika und Kanada sehr viel Öl haben, aber mit den Kanadiern kann er ja auch nicht so gut, der Trump. Die lassen ihn ja auch momentan an der langen Leine laufen. Aber er hat ja Venezuela deshalb nicht wegen dem Maduro, Trump ist ja Maduro, egal, ihm ging es um die Ölgeschäfte. Warum Venezuela wollte natürlich Öl auch an die BRICS-Staaten, oder gehört ja zu den BRICS-Staaten, das wollte er unbedingt verhindern. Und was die größte Gefahr für Amerika ist, und deshalb findet auch diese ganze Konfliktgeschichte statt, wenn es gelingen könnte, von all den Staaten, die Öl liefern, nicht mehr in Dollar zu agieren, Mhm. dann wäre Amerika bankrott. Warum? Weil Amerika sich seit 30, 40 Jahren über alle Staaten dieser Welt finanziert, weil die alle in Geschäfte alle in Dollar abgewickelt werden müssen. Also im Ja. Prinzip ist ein Schutz der amerikanischen Währung, damit die nicht kollabiert. Und da liegt eigentlich der Hund begraben. Und deshalb Mhm. versucht Trump alles, um das zu verhindern. Nur wenn ich das nicht weiß, dann ist eine Information, die ich über Tageszeitung bekomme, oftmals eben nicht ausreichend. Na, dann zu sagen, ja, das ist wegen der Atombombe. Kein Mensch weiß, ob der Iran tatsächlich eine Atombombe hat oder sie momentan bauen kann. Die Anrainerstaaten, ne? Saudi-Arabien hat ja schon vor vielen Jahren eine Ölpipeline gebaut, quer durch die Mhm. Wüste, weil eben diese Straße ja ein Problem darstellt. Das heißt, Öl kommt auch raus aus dem Nahen Osten. Ja, vielleicht nicht in der Menge und nicht so schnell. Das größere Problem sind diese ganzen Kunstdünger, die nicht in die einzelnen Länder kommen. Und auch da habe ich gelesen, dass es in irgendeinem Hafen werden da jetzt LKW-weise die Schiffe entladen und der Kunstdünger quer durch die Wüste gefahren. Also Mhm. man versucht, die Sache irgendwie zu entspannen, weil natürlich die Welt hängt ja an diesem, ja, will ich sagen, an diesem Ölgeschäft schon dran. Und man will ja wahrscheinlich auch eine Hungersnot verhindern, wenn die Landwirte nicht mehr düngen können, dann führt das weltweit zu einer Hungerskatastrophe, vor allen Dingen in Afrika. Aber wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Verhandeln, Mhm. dann hat natürlich Amerika auch eine starke Position, weil sie sagen, naja, wir können schon noch eine Zeit lang auch Bomben schmeißen. Das würde im Land natürlich auch einen inneren Konflikt hervorrufen, weil die Leute sagen, hört doch endlich auf. Das würde für die politische Klasse auch nicht das Beste sein, ne? Haben Weil das die Amerikaner denn in der Vergangenheit gemacht? Also ich habe immer so den Eindruck, dass die Allgemeinheit in den USA ohnehin so gespalten ist und so arm und sehr reich nebeneinander, dass da eigentlich für die
für eine recht große Masse des Landes gar keine Zeit ist zu demonstrieren sozusagen. Und die Reichen profitieren davon. Also ich frage mich manchmal, wie sehr wirkt sich das jetzt wirklich innenpolitisch aus? Ich glaube, dass es momentan, solange es keine toten amerikanischen Soldaten gibt, ist das innenpolitisch immer noch vertretbar. Deshalb will ja auch Trump nie und nimmer mit Bodentruppen da reingehen. Also, und das Land ist auch selbst mit Bodentruppen nicht einnehmbar, weil es viel zu viel gebirgig ist und viel zu groß ist. Also das wäre überhaupt nicht machbar. Ja? Insofern ist er da auch limitiert, was seine militärischen Möglichkeiten angeht. Und vor allen Dingen, und jetzt kommt das hinzu, er hat schon ganz viel Geld da reingebombt. Das kostet ja Milliarden. Das heißt, irgendwann geht ihm auch die Munition aus. Und was natürlich auch jetzt vergleichbar ist mit dem Krieg in der Ukraine, diese teuren Abwehr wie die Patriot-Geschichten, da kostet ja, was weiß ich was, so eine Abwehrrakete zigtausend oder sogar Hunderttausende von Euro. Und so eine billige Rakete, die kostet den Iran, was weiß ich was, vielleicht nur 10.000 oder 20.000 Dollar. Das heißt, die Abwehr ist viel, viel teurer wie der Angriff, was wir ja auch in der Ukraine sehen. Und der Zelensky hat sich ja mittlerweile den arabischen Staaten angeboten, er würde ihnen helfen, mit seinen Drohnen diese Abwehrschlacht zu unterstützen, weil die ja viel, viel billiger zu produzieren sind. Ja. Also er hat da irgendwie schon auch einen Deal mit den arabischen Staaten gemacht, um eben da zu helfen, weil das, was die Amis da haben, das ist viel zu teuer. Ja? Und die Amis können da nicht ewig praktisch da das Geld reinbuttern. Ich habe jetzt auch noch mal ein Gegenargument, einfach um dich wieder herauszufordern. Also die gelben Sterne sind alles Militärbasen der USA. Der Amerikaner. Ja, genau. Ja. Das heißt, wir haben also diese Luftüberlegenheit der USA ist natürlich erdrückend. Und Israel ist natürlich ein Keyplayer. Und ich wollte mal auch gerade auf Israel zu sprechen kommen. Wie siehst du denn in diesen zukünftigen Verhandlungen die Rolle jetzt von den Israelis? Weil sie sind ja, im Vorgehen recht progressiv, was so Kriege angeht, ja. Gut, man muss das verstehen, warum Israel so reagiert. Eine Atombombe würde für Israel für immer den Exitus bedeuten. Ja? Also eine Atombombe, da wäre Israel weg. Israel ist ein kleines Land. Insofern kann man verstehen, dass Israel hier eine große Angst hat und vor allen Dingen, und das muss man auch sehen, der Iran hat ja jahrelang sowohl die Hisbollah als auch die Hamas finanziell und mit Raketen und Bomben und Munition und Gewehren unterstützt, um Israel zu vernichten und hat es ja offenkundig auch betont, wir wollen Israel von der Landkarte verschwinden lassen. Daher kann man ja verstehen, dass Israel auf jeden Fall versuchen wird, diesen Einfluss vom Iran im Nahen Osten zu zerstören. Ja. Was würdest du denn sagen, kann man mitnehmen als normaler Mensch, Privatmann, in vielleicht einer größeren Verhandlung, die wichtig für einen selber ist, ob es jetzt der Hauskauf ist oder was auch immer? Wie kann ich das besser machen? Du musst einfach mal in den Mokassins deines Gegners laufen, um zu verstehen, weshalb er wie agiert und reagiert. Und wir beschäftigen uns in unseren Verhandlungen zu sehr mit uns selbst, anstatt mit der Gegenseite. Und wir haben zu viele Annahmen. Und wenn ich die nicht verifiziere, dann agiere ich aufgrund von falschen Annahmen. Und das führt dann eben zum Chaos, so wie wir das momentan sehen. Und die Amerika hat angenommen, naja, der Iran ist schwach, die haben nicht viel Raketen, dabei sind die Bunker voll mit Raketen. Das heißt, die könnten wahrscheinlich noch ein halbes Jahr lang ihre Nachbarschaft mit Raketen attackieren. Insofern haben sie sich da eben ganz schön getäuscht und sind von einer falschen Annahme ausgegangen. Und deshalb sollte man sich genau damit beschäftigen und so viel Information als möglich über die Gegenseite bekommen, weil nur aufgrund von verifizierten Informationen kann ich eine Verhandlungsstrategie erstellen und auch erfolgreich absolvieren. Also Ja. meine Kritik sowohl am Iran als auch in Amerika als auch Russland und Zelensky als auch in Europa ist, egal wie bescheiden diese ganze Situation ist, man darf nie aufhören zu verhandeln. Also immer wieder die Gespräche suchen. Wir erleben das ja gerade in Deutschland, dass man so tut, als wäre der böse Russe, ich sage jetzt einfach mal der böse Russe, weil es den bösen Russen gibt es als solches nicht. Man verweigert hier
die Möglichkeit, mit den Russen zu sprechen, weil man denkt, naja, die wollen gar nicht. Nein, ich glaube, dass die sogar sehr wohl reden wollen und diese ganze Situation irgendwie jetzt, die wollen ja auch raus aus dem Krieg, weil die haben ja genauso das Problem. Und da darf man nicht aufhören zu verhandeln. Man muss einfach weiterreden, so lange, bis man irgendeine Lösung hat. Und das ist doch genau wie in der Familie auch. Man kann, wenn man aufhört, miteinander zu reden, dann ist der Tod im Kopf, dann funktioniert nichts, dann redet man nur noch übereinander anstatt miteinander. Und das ist die größte Kritik, die ich momentan an den ganzen Kriegssituationen habe, egal wie schwer das auch sein mag. Und ich kann den anderen auch hassen bis aufs Blut, aber ich darf nicht Ja. aufhören, mit ihm über eine Lösung zu reden. Es gab ja eine deutsche Politikerin, die den Iran als, war das irgendwie Schandfleck bezeichnet hat? Sowas ist ja auch dann was weitere Ja. Verhandlungen nicht leichter macht, ja? Also wenn ich jetzt ein Volk verteufle, Das ist doch Quatsch. Also ich meine, wir leben doch in einer Welt, in der jedes Wort, was ich sage, doch zugetragen wird. Und das kann ich vielleicht mit meinen Kumpels zu Hause mal am Tisch diskutieren, aber nicht in der Öffentlichkeit. Also worum geht es denn in Verhandlungen? Verhandlungen sind immer dann erfolgreich, wenn beide ihr Gesicht wahren. Wenn ich aber den anderen schon verbal an die Wand schmeiße, dann kann der ja gar nicht anders, wie dass er sein Gesicht verteidigt, sein Image, seine Reputation und dann wieder zurückschlagen. Das ist ja keine gute Verhandlungsstrategie. Ne? ich muss wirklich sagen, ich bedauere sehr, was da manche Politiker machen. Ich glaube, die denken da gar nicht drüber nach. Ja. Ich habe eine weitere Frage für dich und zwar, was ist denn der nächste große Entscheidungspunkt? Weil wenn wir davon mal ausgehen, dass die USA einen sehr starken Geheimdienst hat und eine sehr weitreichende Information über die Lage haben, was passiert denn jetzt wahrscheinlich als nächstes, so logisch gesehen? Ja, wir haben ein Problem, dass auf der amerikanischen Verhandlerseite keine Experten sind, sondern eher Leute, denen Trump vertraut und die aber auf dieser internationalen Bühne überhaupt keine, ja, will ich sagen, Kompetenz mitbringen. Das ist ein Riesenthema. Da nützen dann auch die ganzen Geheimdienstinformationen nichts. Und was vielleicht, wenn wir mal diese ganzen ersten Tage, wo die ganzen Führungskräfte eliminiert wurden, das war nicht der amerikanische Geheimdienst, das ist alles israelischer Geheimdienst. Insofern hätte man wahrscheinlich viel mehr noch mit den Israelis reden müssen und mit denen sich besser abstimmen. Ich weiß nicht, was da läuft im Hintergrund, aber der amerikanische Geheimdienst weiß im Iran am wenigsten. Das meiste, was da kommt, kommt auch von den Israelis und mit denen müsste man reden. Das finde ich wäre eine gute Strategie und mit denen mal reden, wie man das lösen kann. Aber wie gesagt, man muss dem Iran ein vernünftiges Angebot machen und der Iran, also was ich wahrnehme, ist, dass der Iran mit Sicherheit keinen weiteren Streitfall mit den Amerikanern möchte, weil die wollen ja auch wieder Geschäfte machen, die wollen ja an der Macht bleiben. Ne? Die werden mit Sicherheit Zugeständnisse machen, aber wir haben ja dieses Atombombenproblem. Wenn wir Nordkorea anschauen, Nordkorea hat die Atombomben. Nordkorea ist ein sowas von diktatorischem Staat. Die Menschen dort werden gequält, werden gefoltert, werden in Gefängnissen gehalten. Es ist furchtbar, was Menschen in Nordkorea erleben. Warum greift niemand ein? Ganz einfach, der Kim Jong-un hat eine Atombombe. Und das wissen auch die Iraner. Sagen, ja, wenn wir eine Atombombe haben, dann wird uns in Zukunft keiner mehr angreifen, weil dann können wir drohen, wir haben eine Atombombe und wir schmeißen die. Das Ja? könnte ja fast rückwärts der Schluss sein, dass das ein Beweis ist, dass der Iran keine Atombombe haben kann, sonst würde die USA den Iran ja nicht angreifen. Also wenn man dieser Theorie dann folgt, ja. Genau, ich denke nicht, dass die eine Atombombe haben. Die stehen kurz davor und diese Möglichkeit wollen sie sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen, weil das wäre natürlich ein wahnsinniges Pfund, was sie für die nächsten Jahre in der Rückhand hätten. Und niemand würde mehr versuchen, den Iran anzugreifen, weil er drohen könnte, so dann schmeißen wir die Atombombe. Aber genau das ist der Punkt, ja. Bei allem, was die jetzt da verhandeln, Straße Hormuz und Öl und was weiß ich was, die Atombombenfrage, die ist in meinen Augen die zentrale Frage. Und wenn man die gelöst kriegt und wenn der Iran da Zugeständnisse machen würde, dann wäre eine Lösung relativ schnell machbar. Weil alles andere sind Nebenkriegsschauplätze. Ja. Aber das nur meine persönliche Einschätzung. Also Israel wird mit Sicherheit darauf drängen, dass die Atomfrage geklärt wird. Und der Iran wird versuchen, dieses Thema auszuklammern, solange er irgendwie kann.
Man Ja. beschäftigt sich mit 1000 Themen und zum Schluss ist ein Punkt, der eigentlich zentral ist und der wird dann gerade nur noch so nebenbei behandelt. Und das habe ich oft auch festgestellt Ja. in Verhandlungstrainings, dass die Leute sich auf einen Punkt konzentrieren und so kleine Nebenpunkte, wo man am Anfang denkt, die sind nicht wichtig, die sind zentral. Und da wird viel mehr Geld kaputt gemacht, weil man gar nicht merkt, dass man da viel mehr Geld verlieren kann, wenn man die nicht genauso behandelt wie einen anderen wichtigen Punkt. Der November 2028 markiert ja die nächsten Wahlen in den USA. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ja, ich habe den Eindruck, dass häufig Wahlen und eine neue Führung oder eine neue Richtung in einem Land dann auch plötzlich Kriege vielleicht nicht sofort beenden, aber dann der Anfang vom Ende sind. Wie siehst du das? Ja, aber die Wahl in Amerika, der Trump ist noch bis 29 im Amt, selbst wenn die Republikaner Sitze im Kongress verlieren würden. Er würde dann nicht mehr so viel durchbekommen, aber die Macht würde er auf jeden Fall behalten. Und vielleicht wird er versuchen, auch die Wahl als solches zu verändern, damit er nochmal gewählt werden kann. Ne? Haben wir ja auch bei Putin gesehen. Der hat ja zwischenzeitlich mal Medvedev eingesetzt und dann selber wieder an die Macht. Also da ist man Oh wahrscheinlich sehr Gott. erfinderisch, um da nochmal ranzukommen. Aber die andere Frage ist halt, ob der Trump dann geistig dann bis dahin noch so fit ist, dass er so ein Amt überhaupt begleiten kann. Also ich meine, bei ihm lässt ja das Alter, hinterlässt ja auch seine Spuren. Da muss man mal sehen. Also die Amerikaner sind natürlich auch ein bisschen angepisst, was Trump angeht, weil er ihnen ja Stück für Stück auch ein bisschen die Rechte nimmt und die Wirtschaft nicht sich so entwickelt, wie er das hat. Aber die Versprochen Wahlen hat. im November, also Ja. die Wahlen im November glaube ich nicht, dass die viel Einfluss haben. Aber ich kann mich auch täuschen. Also das ist reine Spekulation. Wir haben ja jetzt viel darüber geredet, wie wichtig Informationen sind bei einer Verhandlung. Es gibt ja sogar Experten, die sagen, eine Verhandlung ist das Sammeln von Informationen. Das habe ich vorhin gemeint mit Israel und Geheimdienst Israel. Die haben bessere Informationen, tiefergehende Informationen und die können verifizieren, ob das, was auch der Iran auf deren Seite sagt, stimmt oder nicht. Die haben da mehr Wissen wie der amerikanische Geheimdienst. Deshalb, wenn ich jetzt amerikanischer Geheimdienst wäre oder Verhandlungspartner, ich würde mich mit den Israelis zusammentun und sagen, okay, wo stehen wir? Was sind die Informationen, die wir haben? Mit was müssen wir rechnen? Wie viele Bomben sind noch auf der anderen Seite? Wie lange können die durchhalten? Was sind deren maximale Power, die sie haben? Ich hab aber dazu eine Frage. Du Ja, schätzt den ja, Mossad sehr stark ein, ja? Also du sagst, ja, der Mossad absolut. hat sehr gute Informationen. Ja. Was bringt uns jetzt dazu anzunehmen, also logisch wirklich anzunehmen, dass die Israelis nicht ihre Geheimdienstinformationen mit den USA teilen, wenn wir doch wissen, dass die Verflechtungen zwischen beiden Ländern extrem sind und Ich natürlich kann, auch ich die kann, USA finanziell und mit Waffensystemen unterstützt. Also da bin ich so ein bisschen kritisch. ich kann dir sagen, weshalb. Weil die Amerikaner sehr hochnäsig sind und denken, sie wissen alles. Und also ich arbeite ja schon seit 25 Jahren mit den Amis zusammen. Bevor die mal eine Frage stellen oder um eine Information bitten, oh, da tun die sich verdammt schwer. Ja, also die tun immer so, als wüssten sie alles und können alles. Und deshalb vermute ich, also ich weiß nicht genau, aber die werden ja immer besser als die anderen. Ne? Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass die, je nachdem, welche Typen da mit an Bord sind und wer da Ja. verantwortlich ist, aber sonst würde man nicht einen Kutscher zum Verhandeln schicken, weil das ist ja da kannst du ja niemanden hinschicken, der diplomatisch da überhaupt keine Ahnung hat und der Ja. selber nach grün hinter den Ohren ist. Sorry, aber wenn du mal mit einem Lavrov zu tun hast, der zieht ihm doch die Hosen aus. Ne? Also Ja, also ich denke, also ich sag mal so, okay, ich verstehe das Argument der Überheblichkeit, ja, also die Amerikaner haben natürlich. diese Überheblichkeit. Ich würde für mich, für mich steht gerade nur fest, vielleicht stimme ich da nicht ganz mit dir überein, ja, für mich steht, glaube ich, fest, in der Privatwirtschaft in den USA gibt es ganz sicher diese Überheblichkeit. Also Beispiel Walmart hat versucht, in andere Länder zu expandieren, haben dann Ja, versucht, ihr kulturelles Verständnis in anderen Ländern überzustülpen und wurden dann von deutschen Kunden die haben sich missachtet. beschwert und die deutschen Kunden haben gesagt, ja, sie haben schwule Verkäufer, weil die lächeln mich alle an und so. Also das ging total daneben, ja. Ja. Ich weiß nur nicht, ob so ein gut ausgestattetes System wie dieser amerikanische
Deep State, ja auch eben mit diesem großen Geheimdienstapparat, dann eine so große Überheblichkeit hätte, nicht die Informationen auch der Partnerländer, die sicher auch in einer gewissen Abhängigkeit stehen, haben zu wollen. Also ich bin da einfach reserviert, ja. Vielleicht stimmen wir da nicht ganz, Max, aber dafür machen also wir ich das schätze, ja. Also, ja, klar. Ja. Ich meine, das ist vieles ist Spekulation, was wir hier sagen, ganz klar. Meine Vermutung ist, dass die Amis da denken, wir wissen alles und wir brauchen die Israelis nicht so sehr. Das ist, aber wie gesagt, ich kann mich auch schwer täuschen. Die jetzt zugeschaut haben, hinterlasst uns bitte und hinterlassen Sie uns bitte Kommentare, was denn Ihre Sicht auf die Dinge sind und vielleicht haben Sie ja noch aktuelle Informationen, die noch weiterführen. Also alles, was konstruktiv ist, ist als Kommentar unter diesem Video hoch willkommen. Außer du sagst es, du hast noch einen wichtigen Punkt, der uns jetzt noch fehlt auch, ja. Wie gesagt, alles, was wir hier besprechen, ist auch viel Spekulation, viel Unwissenheit, weil wir es nicht genau prüfen können. Aber zum Thema Verhandeln, da würde ich mir wünschen, dass die Leute mehr miteinander reden, egal wie bescheiden die Situation ist. Weil wenn wir nicht miteinander reden, dann kommen wir zu keinem Ergebnis. Unser erstes Video in diesem Kanal. Vielen Dank, Georg. Vielen Dank dir, Marius.